Läuft. Heute ist der 6. Februar 2024. Wir interviewen heute Charlotte Knobloch. Interviewer ist Karin Jungblut. Das Interview ist in München, Deutschland und wird in Deutsch gemacht. Würde die Kamera laufen. Okay. Heute ist der 6. Februar 2024. Mein Name ist Karin Jungblut und ich führe heute ein Interview mit Präsidentin der jüdischen Kulturgemeinde in München, Frau Kultusgemeinde, israelitische Kultusgemeinde München mit Frau Charlotte Knobloch. Das Interview ist auf Deutsch. Oder gehört zu den Religionsworten. Ja. Die Kamera. Guten Morgen, Frau Knobloch. Guten Morgen. Ich glaube, wir fangen mal ganz einfach an, sozusagen. Wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen könnten, Ihren Vornamen und Ihren Nachnamen. Charlotte Knobloch, geboren 1932 in München. Können Sie uns den Namen Ihrer Eltern sagen? Mein Vater hieß zu dieser Zeit wieder Fritz Neuland. Nur als Anwalt hat er seinen erhaltenen Namen, die Nazis haben ihm Fritz weggenommen und haben ihn Siegfried genannt, was was keiner verstanden hat. Aber es ist so. Aber nach 1945 hat er jedenfalls im Freundes- und Familienkreis wieder Fritz genannt. Als Anwalt hat er den Namen behalten, Siegfried Neuland. Und meine Mutter hieß damals Margarete Neuland, nicht Margret, Margarete Neuland, ja. Das heißt, Ihr Geburtsname oder Ihr Mädchenname ist Neuland? Ja, geborene Neuland. Und die Eltern oder Ihre Großeltern väterlicherseits, können Sie uns da noch den Namen nennen? Großeltern? Die Großeltern, ja. Väterlicherseits. Moment mal, es ist doch, mein gottseliger Mann hat auch so geheißen. Jetzt ist es Salomon Neuland, nicht Salomon Neuland. Und wie hieß meine Großmutter? Oder wie haben Sie zu Ihrer Großmutter damals? Wie hieß meine? Das ist jetzt interessant. Wieso habe ich das nicht geläufig? Albertine Neuland. Also, das sind natürlich keine geläufigen Namen. Und Albertine Neuland. Und wo kamen Ihre Großeltern väterlicherseits her oder wo wohnten Sie? Mütterlicherseits habe ich meine Großeltern nie, also nicht in Erinnerung, dass ich sie gesehen habe. Und was war jetzt die Frage? Wo wohnten die Großeltern väterlicherseits? In Bayreuth, waren große Wagner-Verehrer zur damaligen Zeit. Also meine Großmutter mehr, wie mein gottseliger Großvater war ein guter Geschäftsmann und hat ein sehr schönes Geschäft gehabt. An manche Sachen kann man sich so gut erinnern und manche Sachen muss man herholen. Ich weiß heute noch die Lage des Geschäftes und in Bayreuth ist jetzt letztes Jahr eine Ausstellung eröffnet worden vom jüdischen Leben vor der NS-Zeit. Und da ist genau das Haus und das Geschäft mit abgebildet. Was für ein Geschäft war es denn? Herrenkleidung. Waren Sie viel in Bayreuth als Kind? Als Kind war ich sehr viel, also den Umständen entsprechend, war ich sehr viel in Bayreuth und also bei meinen Großeltern, weil das Ganze, das hat mir alles sehr
sehr imponiert. Meine Großmutter war eine sehr angesehene Dame, hat sich mehr oder weniger mit sehr viel Sozialthemen befasst, war da auch bekannt und wurde da auch dementsprechend immer wieder ausgezeichnet. Also das habe ich gesehen wenn ich gefragt habe, was das ist, dann hat sie mir so erzählt, was sie so macht. Und da gibt es im jüdischen Bereich, in der jüdischen Religion, gibt es verschiedene Tätigkeiten, die außergewöhnlich sind und deswegen hoch verehrt sind. Und so eine hat sie auch bekommen. Die bekommt man, die kann man nicht selber, wie soll ich sagen, an sich heranziehen. Das hat sie auch bekommen und wie gesagt, darum sage ich immer Wagner, weil sie haben zum Beispiel beide nach dem jüdischen Kalender gelebt. Und das hat mir sehr, sehr als Kind sehr imponiert, weil wie ich dann ein bisschen mehr Verstand hatte, waren da 2 Kalender, aber gesprochen haben sie von dem jüdischen Kalender. Ich gehe davon aus, es war damals so Sitte. Das weiß ich natürlich nicht. Was war denn Ihre Sprache zu Hause? Welche Sprache haben Sie zu Hause gesprochen? Die haben, also, das habe ich ja auch später feststellen können, ein fränkisches Deutsch mit verschiedenen Namen eben oder Eigenheiten, wo man zum Beispiel Handschuh hieß Hetsche. Wer von draußen kann verstehen, wenn von Hetsche gesprochen wird, dass das Handschuhe sind. Das habe ich noch so in Erinnerung, weil man es damals wahrscheinlich gebraucht hat. Es waren kältere Zeiten. Welche Kindheitserinnerungen haben Sie noch so an Bayreuth? Sind das mehr in Bayreuth oder dann auch mehr in München? Also die Wohnung war eine herrschaftliche Wohnung. Ich sehe immer nur die riesen Standuhr, wie man so schön sagt. Es gibt ja heute das gar nicht mehr. Also da habe ich halt dann auch die Uhr gelernt, aber das war so was Gewaltiges, dass es müssen ja hohe Räume gewesen sein, wie es damals halt so der Fall war, dass die Häuser mit hohen Räumen gebaut wurden. Also das sind so die Dinge, sehr schöne Teppiche, die mir sehr gut gefallen haben. Und Personal war auch da. Also es war ein angenehmes Leben. Was ich so jetzt in meiner Erinnerung feststellen kann. Wie ging das? Interessanterweise war ja Verwandtschaft da. Und das habe ich auch mitbekommen. Die Verwandtschaft als solches, die sind dann zum Beispiel nach Frankfurt gezogen. Und wer war die Verwandtschaft? Also es war schon eine gewisse Bewegung im Judentum damals, wenn man das so zurückdenkt. Es ist sehr viel Verwandtschaft nach Frankfurt. Frankfurt war so in den damaligen Zeiten, weil ich es immer wieder gehört habe ich auch natürlich das wissen wollen. Frankfurt war so die Hochburg der orthodoxen Religion. Waren Ihre Großeltern? Und damals waren die jüdischen Menschen, so viel ich das feststellen kann im Rückblick, überhaupt waren, sie waren keine orthodoxen Leute, bei weitem nicht, aber sie haben sich sehr an die Religion gehalten. Waren Ihre Großeltern orthodox? Ja, die haben das jüdische Leben schon in den Vordergrund gestellt. Ich habe ja gesagt, sie haben nach dem jüdischen Kalender gesprochen und der andere war daneben gelegen. Wie war das denn in Ihrer eigenen Familie? Sie haben gesagt, wie war das in Ihrer eigenen Familie? Sie haben gesagt, den Umständen waren Sie viel in Bayreuth.
Haben Sie mit Ihren Eltern in München gewohnt, als Sie aufgewachsen sind? Ja, weil ich mehr oder weniger anscheinend, besonders in der Zeit, wo ich nicht mit anderen Kindern spielen durfte, ich habe Kinder gesucht. Und ich hatte dort eine Cousine, die mich zwar sehr, wie soll ich sagen, überaus mäßig streng zu mir war, aber ich habe sie richtig angebetet, weil sie war so ein schönes Mädchen. Sie war 3, 4 Jahre älter wie ich. Wie hieß dann Ihre Cousine? Vera. Die sind, mein Onkel mit seiner Frau und Kind sind noch rechtzeitig nach Amerika ausgewandert, weil er ab einem gewissen Zeitpunkt dort die medizinischen Themen nicht mehr lernen musste in Englisch und nachholen musste. Also da gab es ein Ding. Er ist vorher gefahren, seine Frau mit der Tochter ist nachgekommen. Es war 36. Können Sie uns vielleicht von Ihren ersten Erfahrungen erzählen, wo Sie überhaupt gemerkt haben, dass etwas anders ist? Ja, das habe ich in dem Moment gemerkt, wo es hieß, als ich wie jeden Tag am Nachmittag zum Spielen zu anderen Kindern gegenüber dem Haus und gegangen bin und es hat alles funktioniert und man hat 2, 3 Stunden sich mit den typischen Spielen, die man, habe ich gesehen, heute noch spielt, sind Jahrhundertspiele. Nachdem ich dann das Wort Jude zum ersten Mal gehört habe, weil es wurde mir gesagt, unsere Kinder dürfen nicht mit einem Judenkind spielen, habe ich nicht gewusst, was der Begriff Jude ist. Ich habe es nicht verstanden, weil ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ich da nicht mehr mitspielen darf. Habe immer gedacht, dass ich was angestellt habe, also dass ich irgendetwas nicht Richtiges gemacht habe, aber dass das Wort Jude der Begriff war, der sich dann bei mir natürlich eingenistet hat, aufgrund der ganzen Vorkommnisse, die in den darauffolgenden Jahren die ich miterleben musste, war ich natürlich sehr geschockt und habe es momentan auch, als meine Großmutter mir erzählt hat, dass das Wort Jude ja eigentlich nur, sie hat so gesagt, da ist die Kirche, das sind Katholiken, wir haben unsere Synagoge, wir sind Juden, aber diese Begriffe konnte ich da nicht auseinanderhalten, weil ich war verzweifelt innerlich und habe es dann nach ein paar Monaten, nachdem meine Klavierlehrerin nicht mehr zu uns kommen konnte, weil sie ein Judenkind unterrichtet, da habe ich dann schon gemerkt, hoppla, sind wir mehr oder weniger benachteiligt und das hat sich ja dann verfestigt. Also ich habe es nicht verstanden, habe es aber dann gespürt. Habe es da zum ersten Mal gespürt, aber dann habe ich gesehen, das ist... ich habe noch nicht verstanden, warum wir Menschen 2. Klasse sind. Oder damals habe ich nicht so gedacht, warum wir immer beschimpft werden. So als Kind spricht man ja eine andere Sprache. Und das war natürlich für mich dann sehr schwierig. Und genau in diesen Zeiten bin ich öfters nach Nürnberg gekommen. Mein Onkel mit seiner Familie hat ja in Nürnberg gelebt. Also ich weiß nicht, ich kann nicht sagen wie oft, aber jedenfalls, ich kann mich sehr gut erinnern. Und ich war viel da. Das war ein gutes Glück, weil die Haushälterin, die damals bei meinem Onkel war, ist ja dann meine Retterin geworden. Konnte man zu dieser Zeit natürlich nicht wissen, aber dadurch, dass sie mich kannte, war das
ein großer Schritt in der Sache für sie. Keine Fremde, sondern durch meine Besuche kannte sie mich. Was hat Ihr Vater damals gemacht? Was war sein Beruf? Er war Anwalt, bis ihn die Nationalsozialisten seine Anwaltszulassung weggenommen haben. War er dann dann wurde er Konsulent, ein komischer Begriff für mich damals und für mich heute noch. Das sagte aus, dass er eigentlich nur jüdische Menschen vertreten kann, und es war ja damals ein Hohn. Jüdische Menschen hatten ja dann in der Zeit, wo man ihm das entzogen hatte, keine Rechte mehr. Was hat Ihre Mutter gemacht? Also was sie gemacht hat, mehr oder weniger, ist schwer zu sagen. Ich glaube, sie hat meinen Vater in seiner Kanzlei unterstützt, aber gesehen habe ich das nie. Das hat meine Großmutter mir nachdem die beiden sich scheiden ließen, erzählt, aber da weiß ich sehr wenig davon. Das heißt, Sie sind da mit Ihrer Großmutter aufgewachsen? Also die Jahre als junges Kind, 4, 5, 6, 7-Jährige, haben Sie Erfahrungen in München gehabt, in Nürnberg und in Bayreuth? Ja. Ja, das waren so, wenn man da das so zurückdenkt und so ausspricht wie Sie, war ich sehr viel auf Reisen. Das war ich auch. Wie sind Sie gereist? Ja, ja, genau. Sind Sie alleine im Zug oder ja. hat Ihr Vater Sie gebracht? Weil das waren ja dann auch schon Meistens Zeiten. mein Vater. Mhm. Das weiß ich, meistens mein Vater. Mhm. Und ich weiß auch nicht, aus welchen Gründen. Ich kann mich nur an einen runden Geburtstag an meinen Großvater, weil da bin ich sehr elegant ausgestattet worden, wo ich mich heute noch erinnere, wie ich ausgesehen habe, in einem weinroten Samtkleid mit einem weißen Spitzenkragen. Das war damals, und musste irgendein Gedicht aufsagen, das ich anscheinend lernen musste. Ich kann mich nur an das aufsagen, da wurde ich auf so einen wie soll ich sagen, Treppenstuhl gesetzt, also nicht gesetzt, sondern raufgehoben, dass ich über die Menschenmenge, das haben sie zu Hause privat gemacht, und habe da irgendein Gedicht gesagt, aber ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das ging. Wahrscheinlich über den Geburtstag. Aber ich weiß, ich konnte noch nicht lesen. Also darum kann ich es schwer verfeinern, diese Aussage. Das heißt, Sie haben dann, konnten nicht mit Ihren Freundinnen und Freunden mehr spielen, aufgrund dieser einen Sache. Haben Sie dann andere Freunde, außer Ihrer Cousine, hatten Sie dann noch andere Freundinnen? Ja oder gut, Freunde? weil ich meine, es gab ja noch den jüdischen Kindergarten, es gab dann die jüdische Grundschule sozusagen, heute sagt man Grundschule, damals hat man es, glaube ich, anders ausgedrückt. Da waren natürlich die Freunde weiter weg gewohnt, und da ist man gegenseitig, die anderen hatten ja auch irgendwelche Erlebnisse in der Richtung, es war ja nicht nur ich, es waren ja noch Familien da, und da hat man sich auf das spezialisiert, das ist wieder das falsche Wort, hat man sich mit dem zufrieden gegeben. Aber das andere war natürlich leichter, da ging man über die Straße und dann waren wir schon im Garten und waren vielleicht 10 Kinder dabei, und das war natürlich leichter. Und man kannte sich besser. Sie haben ja gesagt, es war Ihnen nicht so ganz klar, warum Sie dann auf einmal nicht mehr mit diesen anderen Kindern spielen durften. Wann wurde Ihnen das klar, warum es eigentlich so war? Ja, in dem Moment, wo ich das Wort Jude verstanden habe und dann schon die Dinge gehört hat. Ich war ja als Einzelkind immer wieder auch bei meinem Vater, wenn Leute gekommen sind, da hat er mich oft dabei
weiß sitzen lassen, wenn er gewusst hat, das ist irgendwas, was mir nicht schadet. Also, aber da habe ich dann doch gehört Dinge, wo ich dann gesehen habe, und dass das Wort Jude ein sehr schlimmes Wort ist. Gab es irgendwann... Ich habe das, muss man wirklich sagen, ich habe das Wort bis zum heutigen Tag, wenn es allein ausgesprochen wird, tut es bei mir irgendwie einen inneren Ruck machen. Ich spüre das. Es ist für mich immer noch ein benachteiligtes Wort. Hat es irgendwann mal ein Gespräch gegeben, auch am Anfang, von Ihrer entweder Großmutter oder Vater, um Ihnen mitzuteilen oder zu sagen, vorsichtig zu sein, wenn Sie auf der Straße sind? Ja, das habe ich zu Genüge. Das habe ich zu Genüge gehört. Wir hatten noch eine Zeit lang unsere Haushälterin, die Johanna, und mit der bin ich dann immer spazieren gegangen, so zu Beginn. Das hat sich ja immer von Zeit zu Zeit verschlechtert. Aber es wurde ihr gesagt und mir gesagt auch, dass also wir sollen sie achten. Ich soll immer bei ihr an der Hand sein. Und wenn wir die Ledermäntel mit den Schlapphüten irgendwie gesehen haben, dass sie unseren Weg kreuzen werden, sollten wir uns mehr oder weniger ziemlich zurückziehen oder auf die Straße gehen, sodass wir nicht in den Blickwinkel von denen gekommen wären. Also das wurde immer wieder gesagt, da sehr darauf aufzupassen. Und wie ich da ein bisschen älter war und eigentlich noch nicht lesen konnte, war ja schon der berühmte Stürmer, hat überall seine Pamphlets und seine sehe ich noch, kann genau sagen in München, wo das war, das Haus ist kaputt gegangen. Also aber da waren also diese so große Zeitungsseiten, wo man also die Juden negativ dargestellt hat, mit den berühmten furchtbaren Bildern. Und da habe ich immer wieder gesagt, ich weiß nicht, warum ich die Johanna, die hat es auch gesehen und hat mir das vorgelesen. Keine Ahnung warum. Aber da wurde mir da klar, und ich habe immer gesagt, so sehen wir doch nicht aus, so sehen wir doch nicht aus. Aber es waren auch diese Ausdrücke und das hat mich eigentlich auf dem Boot der 100% auf dem Boot der Tatsachen gebracht. Haben Sie damals Angst gespürt oder verspürt? Ob ich? Haben Sie Angst gespürt damals? Gedanklich, wenn Sie es kommt darauf an, die Angst war auf der Straße, wenn ich mit ihr spazieren kann, weniger zu Hause, ja. Aber jedes Mal, wenn es geläutet hat, war für mich die Angst, kommen die wieder? Also die haben ja mehr oder weniger, es war ja auch eine Aufgabe, die sie zu erledigen hatten, die Juden in Angst und Schrecken zu bilden. Also, dieser Ton einer Glocke, der, wenn er so richtig hasserfüllt gedrückt wird, so kann er sich verändern. Das ist hochinteressant. Und das haben da wusste man genau, das sind die oder es ist sonst irgendjemand, aber deren Leuten war wirklich, wusste man sofort, aha, jetzt sind sie wieder da. Ja, da haben sie ja die ersten Jahre haben sie diese Späßchen, die nehme ich an, für sie war das so am Anfang, dass sie also in die Wohnungen gegangen sind, die Wohnungen angeschaut haben, dann verschiedene Sachen, so ein Tisch, also bei uns kann ich das ja nur sagen, das war so ein großer Speisezimmertisch, da haben sie die Sachen hingelegt, haben aufgeschrieben, ganz genau, und mein Vater und meine Großmutter mussten unterschreiben, jedes Mal dasselbe.
Und, und bis sie dann gekommen sind und wollten Menschen holen, mein Vater. Und das, wie gesagt, das hat er auch in irgendeiner Form, wollte er das verhindern und hat mich interessanterweise immer an bestimmten Tagen zu bekannten Leuten geschickt. Und es war für mich eine Katastrophe. Einmal bin ich bei einer Familie wieder davongerannt. Bin weit, Sie kennen nicht München, also das war in Nymphenburg und wir haben im Stadtinneren gewohnt. Und das war eine Geschichte, aber er hat es auch mal nur immer so kurz, 2, 3 Tage. Ich habe ihn nie danach gefragt, aber nach 45 haben wir schon über vieles Gedanken gemacht, wo ich die Antwort nicht hatte. Und da habe ich mir manchmal selber die Antwort gegeben und das habe ich gesehen. Da muss er irgendwas gewusst haben, dass irgendwas im Gange ist und da wollte er mich nicht dabei haben, weil es war zu oft. Also nicht immer zu den gleichen, sondern es war zu oft. Und wie gesagt, bei einem bin ich davor gelaufen, das werde ich nie vergessen. Waren das andere jüdische Familien? Das war, nein, das waren keine jüdischen Familien. Ne? Nein, das waren Familien, die mein Vater gekannt hat oder das Kinderheim oder wo er mich dann auch hingeschickt hat. Also irgendwelche Kontakte müssen bestanden haben, sonst hätten die mich ja auch nicht aufgenommen. Es war in Kloster. Das Kinderheim war in einem Kloster. Das wusste ich damals nicht, aber dann habe ich es mehr oder weniger gehört. Hatten Sie eigentlich zu Hause koscher gegessen oder wissen Sie, ob Ihre Großmutter dann Ja, auch meine eine Großmutter war in der Hinsicht natürlich 100%, also sogar 110%. Es ist ja kein Thema. Man muss es ja nur wissen, dass milchige Sachen mit Fleischsachen nicht zusammenstehen dürfen, nicht zusammen gekocht werden dürfen. Ärzte sagen, das ist sowieso sehr gut, das verträgt sich nicht. Keine Ahnung. Ich habe das nie nachgeforscht. Und dann ist das erledigt. Man muss noch ein bisschen eine größere Küche haben, dass man das Geschirr, das natürlich zweierlei Farben hat, auch unterbringen kann. Weil du kannst nicht immer den gleichen Topf nehmen und auswaschen und wieder, das ist schwierig. Aber wenn das mal eingeführt ist, ist das wirklich kein Problem. Also man sollte da keinen Schock haben oder irgendwas. Nee. Also, hatten Sie eigentlich als Kind ein Lieblingsessen oder ein Lieblingsgericht? Ja, jetzt kann ich das Wort nicht so aussprechen, wie man mir damals gesagt hat. Also ich war eine sogenannte Süße, die so gern süße Sachen gegessen hat. Und die habe ich dann auch gekriegt. Wahrscheinlich bin ich deswegen nicht so groß geworden. Sie sagten vorhin auch jüdischer Kindergarten und Schule. Wann sind Sie dann zum jüdischen Kindergarten zum ersten Mal gekommen? Das kann ich nicht sagen. Das ist schwer. Also gut, das kann man auch nicht sagen, ich war nicht die Größte, also, aber das war alles mein Vater kannte die Chefin von dem Kindergarten sehr gut, dadurch habe ich dort auch ein bisschen eine gehobene Stellung gehabt, wollen wir mal so sagen. Das habe ich schon mehr oder weniger manchmal gemerkt, dass ich, wenn wir gegessen haben, dass ich auf dem Teller ein bisschen mehr hatte, so wie man halt als Kind auch schaut. Und dann muss ich sagen, durch die ganzen Themen, durch die ganzen Menschen, die ihre Sorgen bei meinem Vater, wie soll ich sagen, angebracht haben und ich war dabei und habe das alles gehört, war ich natürlich, wie die anderen Kinder auch, es war ja bei den jüdischen Familien alles dasselbe. Also diese Besuche der SS, der Gestapo-Leute,
die anderen, die waren halt eingeteilt. Diese Besuche der Gestapo-Leute, war das auch schon vor 38 oder hat das erst nach 38? Nein, das war schon vor 38. Nach den Nürnberger Gesetzen, die waren 36, ist es vermehrt losgegangen. Ich weiß von diesen Gesetzen war mein Vater damals sehr geschockt, weil es hat ja den Juden alle Rechte genommen und er war ja Jurist. Das hat er, da war er, wie soll ich sagen, wirklich trostlos. Aber er hat damals noch nicht, wie andere haben damals dann versucht, irgendwelche Länder, in irgendwelchen Ländern ein Heim zu finden. War nicht so einfach. Weil sie sind ja mehr oder weniger als arme Leute gekommen, auch wenn sie sehr, sehr reich waren. Sie mussten ja ihr Vermögen dalassen und mussten noch die Fluchtsteuer bezahlen. Die kamen in die Länder und konnten nur ihre Klugheit mitbringen. Das konnte man ihnen nicht nehmen oder ihre fachmännischen Berufe dort ausüben. Aber es war nicht so leicht. Und als dann mein Onkel, wie er schon in Amerika war, auf Bitten meines Vaters doch nachzuschauen, ob wir ein sogenanntes Affidavit bekommen könnten in die Vereinigten Staaten, kam das zurück, aber ohne also von Amerika, von den Vereinigten Staaten. Und da war also mein Vater wirklich am Boden zerstört, muss ich sagen, so wie ich das in Erinnerung habe, weil wir hätten die Einreise bekommen, aber meine Großmutter nicht. Sie war zu alt. Und damit war das Thema für meinen Vater ganz klar, dass er da bleibt. Er lässt seine Mutter nicht allein. 1938, der Novemberpogrom. Wie haben Sie das erlebt oder noch in Erinnerung? Ja, mein Vater hat halt immer noch er war Anwalt und war anscheinend in seiner Kanzlei, das war die Kanzlei Siegel. Also da war er anscheinend gut bekannt. Also er hat, heute sagt man das sehr modern, er hat ein gutes Netzwerk gehabt. Das Wort gab es ja damals nicht, vielleicht in anderer Form, aber nicht in der. Und da hat er, wie war jetzt die Frage? Wie haben Sie den Novemberpogrom Und da in hat Erinnerung? er einen Hinweis bekommen, sprich Telefongespräch, ich habe es nicht gehört, aber es hieß damals so, er soll mit seiner Familie auf die Straße gehen. Es ist etwas gegen die Juden im Gange. Das hat er dann gleich gemacht. Ich sage immer, weil das hat mich damals so berührt. Meine Großmutter hat gesagt, sie geht nicht mit, weil sonst fallen wir auf. Und dann weiß ich noch, es war November, damals war ja die Temperaturen ganz anders, es war schon kalt. Dann hat sie mir so den Schal umgebunden. Und dann sind wir, mein Vater und ich, gegangen und er hat als Konsulent in der richtigen Innenstadt ein kleines Zimmer gehabt, wo er die rechtlosen Juden beraten kann, sozusagen. Und da hat er dann von einer Telefonzelle aus angerufen und hat sich selbst verlangt. Und da waren schon Männerstimmen da und haben gesagt, er wollte sich sprechen. Und dann haben die gesagt, nein, wir warten auch auf ihn. Da hat er gewusst, aha, das ist jetzt doch eine Sache, die gefährlicher ist. Wollte gleich seinen guten Kollegen, für mich war er der Opa Rothschild, weil da hatte ich schon kein Opa mehr, und wollte warnen. Und als wir dorthin kamen,
war schon zu spät, war schon dieser Zeitlerwagen, hat man damals gesagt, für den Gefangenentransport. Da war schon so ein grüner Wagen da. Und Leute sind rumgestanden. Es hat dann schon die Leute interessiert. Es ist nicht so, dass die da vorbeigegangen wären. Nee, da steht der Polizeiwagen. Waren schon Leute, wenn mal einer kommt, kommen die anderen nach. Und als wir ankamen, ging die Tür auf und er wurde von zwei so untergehackt rausgeführt, hat uns gesehen, hat sofort weggeschaut, dass da kein Kontakt entsteht. Und wir mussten zuschauen, wie man ihn wirklich in den Polizeiwagen hineingeprügelt hat, fast, weil der war noch älter wie mein Vater, volle weiße Haare. Und er konnte da nicht raufsteigen. Und das war für mich eine furchtbare Situation. Ich weiß, ich wollte ihm irgendwie helfen, aber das hat mein Vater gemerkt, hat mich festgehalten. Also das waren so Eindrücke, wo ich ja mehr oder weniger wusste, warum. Man will die Juden nicht weg, man will die Juden man will keine Juden in Deutschland mehr haben und entweder sie gehen oder sie werden ermordet. Den Gedanken hatte ich damals noch nicht, aber der hat sich dann entwickelt, weil man ja dann schon mehr gehört hat. Es ging ja auch schon am 9. November an, dass Menschen einfach ermordet wurden, erschossen wurden, geschlagen wurden. Und also man sieht es noch auf unserem Friedhof, die dann dort begraben wurden. Also das sind alles, ist gut, ich war ein Kind, habe das alles miterlebt und habe das natürlich, wie soll ich sagen, einfach nicht verstanden. Weil die anderen haben ja genauso ausgesehen wie ich. Das hat mich, da war ich ein Kind, das auf die Nerven gegangen ist, weil ich das immer wissen wollte, warum. Weil das war mir nicht, das konnte man mir nicht, man hat es versucht zu erklären, aber ich habe es nicht akzeptiert. Wenn ich da zurückblicke, sehe ich wollte es gar nicht hören, dass wir anders sind. Wir sind nicht anders, dass wir die anderen uns anders sehen. Warum? Wir machen doch dasselbe. Ich meine, ich spreche jetzt da über die Gedanken, die mir im Kopf waren. Wo sind Sie dann mit Ihrem Vater hingegangen, nachdem Sie... Ja, dann sind wir ins Tal gegangen. Das ist ja heute alles ganz anders. Da war das große Kaufhaus Ulfelder. Und da haben wir schon gesehen, wie die Fenster eingeschlagen waren, wie die Leute Sachen rausgetragen haben. Mein Vater schnell mit mir auf der Seite durchgegangen, es waren eine Menge Leute. Und wollte in die damals gebrauchte Synagoge gehen, gebräuchliche Synagoge, weil die Hauptsynagoge war schon im selben Jahr, Mitte des Jahres, im Juni oder Juli, also bei einem der beiden Tage, auf Befehl Hitlers abgerissen worden. Und das in der Herzog-Rudolf-Straße, das war die frömmere Synagoge, es war eine kleinere, aber die frömmere wie die andere. Die andere war groß und schön und zylindermäßig. Die Herren sind alle mit Zylinder gegangen, also das war ein Grad anders, mehr Äußerlichkeit. Dies war so keine kleine Synagoge, aber auch eine schöne Synagoge. Aber natürlich, was nutzt die Schönheit, wenn die Leute alle weinend in die Synagoge gegangen sind? Das habe ich ja alles gesehen. Warum haben sie geweint? Aber die wurde ja dann auch abgebrannt. Können Sie etwas darüber noch erzählen, wie... Und dann sind wir, da habe ich dann zuerst gesagt,
Das muss ich Ihnen noch sagen. Also da haben wir eben diese brennende Synagoge gesehen und ich war da ganz geschockt, weil da gegenüber war der Kindergarten, war die Schule. Und dann habe ich gesagt, laut gerufen, warum kommt denn nicht die Feuerwehr? Das habe ich schon kapiert. Und dann war mein Vater im Schock, dass wir irgendwie, wie soll ich sagen, uns erkenntlich gemacht haben. Nicht erkenntlich, sondern, wie sagt man denn da, also uns geöffnet haben sozusagen. Erkenntlich ist ja ein anderes Wort. Und dann hat er mich von dort weggezogen, weil dann habe ich zu weinen angefangen, auf diese ganze, und es waren genug Leute da und es war eine schweigende Mehrheit von Menschen, aber wie schweigend. Und da kommt meine Stimme, warum kommt denn nicht die Feuerwehr? Also habe ich ihm große Sorgen bereitet, hat er mal später dann erzählt. Aber es hat kein Mensch da Stellung genommen dazu, also das war Gott sei Dank so. Dann hat er gesehen, dass er muss aufgeben sozusagen, aber wohin? Er wollte nicht nach Hause, weil da wusste er, wird er gesucht, wird er abgeholt. Was sie da damals, was man natürlich nicht wusste, aber im Nachhinein wusste man, dass damals haben sie nur Männer abgeholt und waren sehr gründlich. Und dann hat er gesagt, wir gehen zu den Kasselmanns, die wohnten in einem Vorort von München, und da sind wir dann nachts hingegangen und haben die Hauptstraßen verwehrt. Also sind wir nicht gegangen, sondern so kleinere Straßen, aber wir sind dort angekommen. Der hat uns auch aufgenommen und wir konnten dort eine Nacht schlafen. Nächsten Tag sind wir zurück in die Wohnung. Meine Großmutter war da. Und sie hat gesagt, sie waren da und haben ihn gesucht. Also das war so der 9. November für mich. Und dann, da habe ich natürlich schon gesehen, wie schlimm die Situation ist. Die Zeit dann zwischen 38 und als Sie dann versteckt wurden. Ja, also bei einer solchen, so einem netten Besuch, da wollten sie auch meinen Vater mitnehmen. Und da war ich mit mein Vater hat gemerkt, am Läuten, das sind sie wieder. Und irgendwie hat er den 6. Sinn, wie man so sagt, gehabt. Wir hatten 2 Zugänge zur Wohnung. Ist er zu dem einen, der selten benutzt wird, schnell weggegangen. Also ich wusste auch nicht wohin, meine Großmutter auch nicht. Das war so, ohne dass er, ich glaube nicht, also ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendwas gesagt hat. Er ist einfach weg und hat diesen Ausgang benutzt. Und dann sind sie raufgekommen, haben meinen Vater gesucht und haben die Schränke aufgemacht, hinter die Vorhänge gesucht, also die Ecken hätte ich bald gesagt, ausgeleuchtet. Also haben überall hingeguckt, wo man sich hätte verstecken können. War er ja nicht. Dann hat er mich gesehen, einer der beiden, und hat zu mir gesagt, aber du weißt doch, wo dein Vater ist. Und dann habe ich den Kopf geschüttelt, das sehe ich heute noch. Nein, habe ich gesagt. Das hat er sehr freundlich gesagt. Und dann habe ich gesagt, nein. Daraufhin hat er mir eine Ohrfeige gegeben. Die habe ich in Erinnerung. Und da habe ich furchtbar geweint. Und dann, das Nein habe ich gesagt. Und dann wollte er schon weiter irgendwie was fragen. Und dann hat ihn sein Partner, sie sind ja immer zu zweit gekommen, hatten da weggezogen. Weiß ich nicht. Und dann sind sie zur Tür raus. Also Gott sei Dank. Und mein Vater war unten beim Hausmeister und hat sich mehr oder weniger dort niedergelassen und nicht wissend, was oben sich abgespielt hat. Das hat anscheinend meine Großmutter schon gedacht und ist dann runtergegangen und hat ihn geholt.
Sie war sehr beweglich. Sie war nicht groß, aber sie war sehr, also sehr beweglich. Die Leute, die da im Haus mit Ihnen gewohnt haben, waren das mehr jüdische oder nicht-jüdische Menschen? Nicht-jüdische. Nicht-jüdische Menschen, die sich dann auch mit dem Nationalsozialismus sehr verbunden haben, das auch den Kindern gesagt haben und die mich auch dementsprechend dann behandelt haben, angespuckt und diese Art und Weise. Also, und die Großen haben nicht mehr auf meinen Gruß geantwortet oder haben mich dann auf die Seite geschoben, also immer so kleine Sachen, da habe ich schon gar nichts mehr gesagt, weil das wusste ich ja. Ich habe schon gewartet drauf und es ist immer eingetroffen. Diese Ausgrenzung, in welcher Form auch immer. Wie kam es denn dazu, dass Sie dann ins Versteck gekommen sind, beziehungsweise Ihr Vater Sie dann in ein Versteck gebracht hat? Können Sie darüber, wie das dann sich entwickelt hat? Es begann die Zeit der Deportation und die ersten, die da geholt wurden, ich weiß nicht nach welchem Schema das geschehen ist, und deportiert wurden, das gehörte zu den ersten Transporten. Die mussten da also nach Estland, Lettland, Litauen. Litauen war am schlimmsten. Sind sie dann hingefahren worden in Güterwagen oder was? Kinder und Erwachsene und Senioren und was weiß ich. Und sind aber dann gleich vom Zug zu den Gruben geführt worden. Und damit war das Leben zu Ende. Einer von den, oder einige, das weiß ich nicht, also jedenfalls von den Leuten, die das gesehen haben, vielleicht selber die Dinge gedrückt haben, das Gewehr, das weiß ich nicht, aber die Angehörigen wussten Bescheid, weil einer, oder wie gesagt mehrere, haben von diesen Vorfällen erzählt, was sie dort machen. Und die Angehörigen, wahrscheinlich nicht jeder, aber die Angehörigen haben jüdische Menschen gekannt und sind zu denen gegangen und gesagt, ihr müsst euch verstecken, ihr müsst weiß Gott wohin, ihr werdet sonst, wenn ihr fahrt mit dem Zug, seid ihr tot. Und dann haben natürlich die Menschen gemerkt, dass das wahrscheinlich richtig ist, was sie da sagen, und haben das den jüdischen Menschen, die sie kannten, gesagt. Es war ein Lauffeuer. Und die haben dann gewusst, was es heißt, wenn sie die Deportationsbescheide bekommen haben. Und dasselbe hat der Chef, dieser selbst ein jüdischer Mensch, Koronschek war sein Name, den Namen, ich kann mich oft an Namen nicht erinnern. Diesen Namen vergesse ich nicht. Ich kannte ihn ja. Und der hat meinen Vater mitgeteilt, telefonisch, dass er 2 Transporte zusammenstellen muss. Die Nazis wollten sich nicht, das haben sie selber gesagt, habe ich dann nach 1945 gehört, sie wollten sich nicht die Hände schmutzig machen, haben also die Juden, es gab keine Gemeinde mehr, haben die Juden also irgendwo hingesteckt und die mussten dann diese Transporte füllen mit den eigenen Leuten. Und da hat er meinem Vater gesagt, er muss jetzt einen alten Transport und einen Kindertransport und einen von uns beiden muss er nehmen, den Namen, also muss er nehmen. Den Namen aufschreiben. Dann da war ich nicht dabei, also da hat er mir nur nachher erzählt, meine Großmutter hat gesagt, es kommt überhaupt nicht in Frage, dass da Zweifel besteht, sie wird sich melden. Also sie wird diejenige sein. Das hat sie dann auch gemacht und hat sich von mir verabschiedet nach einer gewissen Zeit, wo sie das Papier in den Händen dann hatte, dass er da und da, also zu welcher Zeit auch immer, mit einem kleinen Köfferchen oder mit einer kleinen Tasche oder irgendwas dort und dort sein muss in München.
München in einem kleinen Vorort, also man konnte noch hinkommen, also ohne dass man in eine Trambahnlinie ausnutzen muss, wo man ja nicht benutzen durfte. Also jedenfalls, sie ist dann gegangen und da sehe ich sie heute noch mit ihrem Köfferchen. Zuerst hat sie sich mit mir verabschiedet und hat gesagt, sie fährt jetzt in Chur und kommt bald wieder. Wusste sie, dass ich da Bescheid weiß, weil sie war des Öfteren in Bad Wörishofen. Das war damals en vogue, da ist man gerne hingefahren, hat sich mit Wassertreten und sonstigen gesund gemacht. Und da war ich öfters mit ihr und da wollte sie wieder hin, aber länger jetzt. Und ich wusste aber, weil ich das alles ja gehört habe, ich wusste ja genau, dass ich sie nie mehr sehen werde. Und das ist dann auch so eingetroffen. Und weil das eben so für meinen Vater so unglaublich entsetzlich war, dass er da seine Mutter oder hätte sein Kind hingeben müssen. Also da wollte er mich aus der mehr oder weniger vorläufig, zumindest vorläufig, hat das Wort vorläufig immer gebracht, zumindest vorläufig aus dem Verkehr ziehen sozusagen. Aber wohin? Und da hat er an die Haushälterin die er kannte und wusste, in welchem Ort sie zurückgegangen ist zu ihrer Familie, wie mein Onkel nach Amerika gegangen ist. Und da hat er dann in dem Ort angerufen, telefonisch. Die Bauern haben ja kein Telefon gehabt, das war so ein Herbeiholservice. Ich weiß gar nicht, wie man damals gesagt hat, Herbeiholung, glaube ich. Also ich weiß es nicht. Nicht, dass ich mir da irgendwas zusammenreihe. Also jedenfalls, die Leute sind benachrichtigt worden, dass jemand sie sprechen will. Und da ist sie dann auf die Post gegangen. Das war eine kleine Post, aber die war in so einem Bauernhaus drin. Und mein Vater, das hat alles funktioniert. Mein Vater ist dann da gewesen, also am Telefon. Und dann hat er gesagt, ob er mich nicht dafür eine gewisse Zeit bringen kann, das wäre sehr wichtig für mich. Und weil sie mich so gern hatte, hat sie gar nicht nachgedacht. Das hat sie mir dann später erzählt, sondern hat gesagt, selbstverständlich. Und wir sind dorthin gefahren. Da habe ich noch meinem Vater gesagt, da hat mein Vater noch mir gesagt, ich solle immer, wenn der Zug hält, durften wir ja auch nicht nehmen. Durften wir ja auch nicht. Wir durften ja gar nichts, also wir durften ja auch nicht mit Verkehrsmitteln fahren. Also jedenfalls, wir sind eingestiegen, keiner hat sein Kennzeichen getragen und mein Vater hat mir gesagt, wenn ich sehen würde, wenn der Zug hält und es kommen diese Ledermäntel und Schlapphüte in den Zug, dann soll ich sofort aussteigen und soll im Bahnhof auf ihn warten. Ich habe später gefragt, wie wir uns wieder beide lebend gesehen haben, was hätte ich denn in den Bahnhof tun sollen? Ich weiß ja nicht, welcher Bahnhof, was hätte ich denn tun sollen? Da konnte er mir keine Antwort geben. Ich habe nie eine Antwort. Ich habe die Frage öfters gestellt. Ich habe nie eine Antwort bekommen. Aber es kam keine, keine Überprüfung des Zuges sozusagen. Wir sind ausgestiegen, sind da 2,5 Stunden zu Fuß gegangen, waren dann in dem Ort. Und da hat mein Vater ihnen erzählt, warum er mich bringt, wie die Situation ist. Er wollte nicht, dass die nicht wissen, weil das wollte er auf keinen Fall. Ich sehe die heute noch da sitzen und mich auf gewisse Zeit da lassen kann. Und dann, wie gesagt, haben sie gesagt, sie wollen das mal besprechen innerhalb der Familie. Es war ein alter Vater und 2 Schwestern. Eine davon war meine Retterin. Und
dann sind sie weggegangen und ich sie heute noch, das sage ich auch jedes Mal, weil das hat auf mich so einen furchtbaren Eindruck gemacht. Mein Vater, es war wirklich kein großer Raum. Und er ist nur hin und her gegangen, nur hin und her gegangen, nur hin und her gegangen. Weil er wusste nicht, was passiert, wenn die sagen, nein, müssen wir wieder zurück, wohin? Aber sie sind gekommen und haben gesagt, sie haben eben untereinander gesprochen. Also sie nehmen mich auf, man muss aber einen Weg finden, dass ich legalisiert werde. Sonst sind sie ja auch, das hat er ihnen gesagt, dass sie ein großes Risiko auf sich nehmen, persönliches Risiko. Und dann ist er gegangen, es war ein Abschied, ähnlich meiner Großmutter. Ich habe nicht gedacht, dass ich ihn wiedersehe. Aber ich musste da sein und ich war da. Und meine Freunde waren die Tiere, die mein Heimweh, mein Nachdenken, wer ist noch am Leben? Nicht, wo sie sind, sondern wer ist noch am Leben? Das wusste ich ja, dadurch, was das alles auf sich hatte. Und dann hat der Dorfklatsch, weil meine Retterin dort nicht, wie soll ich sagen, dadurch, dass sie auch viel weg war, also sie war nicht der Liebling des Dorfes, bei weitem nicht, sondern man hat ihr immer nur Negatives nachgesagt und jetzt hat man was gefunden, was vorhanden ist und ich war das außereheliche Kind von ihr. Und das haben sie ihr dann auch ins Gesicht gesagt, haben sie beleidigt. Also Menschen können ja, also dass sie immer, es hat sie gestört, dass sie so fromm war. Sie ist sehr fromm gewesen. Also da musste ich jeden Tag um 7 Uhr war ich in der Kirche. Also sie war also wirklich, sie war sehr, der Name orthodox passt da nicht, aber sie war so in der Richtung. Also sehr eng verbunden mit ihrer Religion, muss man sagen, und hat alles mehr oder weniger auch durchgeführt, was die Religion verlangt. Wenn ich da zurückdenke, habe ich das ja gesehen. Und da hat sie sehr schnell überlegt und hat das angenommen, hat das akzeptiert, diesen Fehltritt, den sie gemacht hat und wo man sagt, sie lügt und sie auf der einen Seite ist sie fromm und auf der anderen Seite hat sie ein außereheliches, wie halt ein Dorfklatsch sein kann, weil ja viel wie soll ich sagen, Eigenideen noch dazukommen, was weiß man. Also jedenfalls, das hat sie gesagt, ja. Und daraufhin hatte ich eine Idee eine Idee in ihr hervorgerufen, dass sie mich ja anmelden muss. Und das hat sie auch getan. Wir sind zum Ortsbauernführer gegangen. Da kann ich mich noch an seine breite Binde mit dem Hakenkreuz so erinnern, grüne Uniform. Und das war ein Cousin von ihr und er hat sie so beleidigt und so, schon wenn er uns gesehen hat, auf mich hat er überhaupt nicht reagiert, nur auf sie. Und dass sie also so eine Lügnerin ist und dass sie den Leuten was erzählt und dass sie ist gar nicht fromm und sonst hätte sie ein außereheliches Kind. Und das war mindestens 20 Minuten. Und dann hat er ihr so ein Zettelchen hingeworfen. Das waren die Lebensmittelkarten. Also Papiere waren das, keine Karten, das waren so Lebensmittelpapiere. Die waren da schon hat er schon auf mein, wie ich mit dem Vornamen heiße, und war ich schon die Lotte Hummel. Und dann hat er uns rausgeschmissen direkt, sowas soll nicht bei ihm, will er überhaupt nicht in seinen Räumen haben. Und wir sind natürlich innerlich froh weggegangen, sie auch. Sie hat ihm schon Antworten gegeben, aber natürlich wusste sie kann es nicht ausreizen. Also sie hat sich nicht, wie soll ich sagen, dauernd beschimpfen lassen. Sie hat dann Antworten gegeben. Auf mich hat überhaupt keiner geschaut, als wenn ich nicht da wäre. Und damit war ich legalisiert natürlich.
und konnte dort bleiben. Sie hat es dann meinem Vater mitgeteilt, wahrscheinlich per Post, das weiß ich nicht mehr, kann ich mich nicht mehr erinnern, dass er braucht sich keine Sorgen machen. Es ist alles in Ordnung, aber er soll nicht kommen. Na gut, das wollte er ja sowieso nicht. Aber das war noch sehr, sehr intensiv ausgesprochen. Das heißt, Und dann war mein Leben ein Leben eines Bauernmädchens. Wie die anderen Kinder musste ich alles machen. Die Männer waren ja alle bei der Wehrmacht. Und ihre beiden Brüder waren auch bei der Wehrmacht. Und ich habe sie nach 1945 gefragt, warum sie diesen Beschluss gefasst haben. Es waren ja 3 Leute, die den Beschluss gefasst haben, dass ich dort aufgenommen werde, am Anfang nur auf kurze Zeit oder Ähnliches. Und da haben sie gesagt, sie haben 2 Söhne, der Vater hat gesagt, er hat 2 Söhne, eben die Brüder von ihr bei der Wehrmacht. Und sie machen jetzt ein gutes Werk, damit sie vielleicht ihre Kinder, also er seine Kinder wieder sieht. Und die 2 Schwestern haben dann das auch mitgetragen. Und sie sind beide unversehrt zurückgekommen. Aber das wusste ich ja alles erst später, das wurde mir ja dann erzählt. Ja, und wie der Krieg dann zu Ende war, ich muss sagen, der Pfarrer, der Geistliche, wenn der nicht gewesen wäre, hätte das wahrscheinlich nicht so stark funktioniert, weil der hat mir alles gesagt, was ich in der Kirche tun muss, ich muss schauen auch, wie die anderen reagieren, was man da alles macht. Ich muss da sehr wach sein und hat das und jenes mir erzählt, weiß ich schon gar nicht mehr so die Einzelheiten, aber er hat mich natürlich, es hat mich schon interessiert, weil ich ja gewusst habe, um was es geht. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass das so eine Art Überlebensstrategie? Ja, das habe ich gewusst. Darum bin ich auch nicht da haben die Leute solche kleine Radios gehabt, so Volksempfänger hießen die. Und an denen bin ich gehangen und habe zuerst immer nur die Erfolge der Wehrmacht in Russland gehört. Immer das Russland ist mir mehr im Begriff wie das Afrika. Oder alles andere war zu dieser Zeit ja schon in den Händen von denen. Und dann kam Stalingrad, und wie Stalingrad gefallen ist, habe ich gedacht, dass jetzt wird es gleich aus sein. Da habe ich noch nicht die Übersicht gehabt, aber dann habe ich gemerkt, dass ich keine Übersicht hatte. Das hat lange gedauert, bis die Normandie dran war. Und ich habe ja immer nur den deutschen Sender gehört, und der deutsche Sender hat ja immer von Kämpfen gesprochen, momentanes Zurückziehen, aber dann wieder nach vorne, wie sie halt das... Aber dann, wie sie also in der Normandie waren und das anscheinend ziemlich geglückt ist, weil ich höre immer noch, wie sie sagen, wir ziehen uns zurück, um neue Dinge aufzubauen, neue Möglichkeiten. Und man hat nur von den Amerikanern gesprochen, von den Engländern hat man gar nicht gesprochen. Und die wirft man dann ins Meer. Inzwischen waren diese Truppen schon den Berg hoch und weiter drin. Also aber der Radio natürlich haben sie das dem Volk nicht mitteilen wollen. Aber das habe ich ja natürlich auch nicht gewusst. Aber ich habe gehofft, nachdem es hieß, wir haben uns zurückgezogen, und dann haben wir schon gedacht, aha, so viel habe ich dann schon verstanden. Wo haben Sie denn die Kraft hergenommen, praktisch das frage ich mich auch manchmal. So 2 Leben zu führen? Es gibt eine Kraft zum Überleben. Und ich wusste, ich darf dort nicht auffallen. Ich wusste, weil sonst geht es mir und den anderen auf den, wie soll ich sagen, sehr schlecht. Wenn ich aufgefallen wäre, wenn man bei mir gegraben hätte, wie, wo, was war. Man hat keine Geburtsurkunde, nichts verlangt. Das ist ja nichts, gar nichts. Und das war meine Rettung. Und dass die das mitgemacht haben,
voller Angst, wenn ich mit jemand gesprochen habe, dass ich irgendwas gefragt werde und weiß nicht, was ich zu antworten habe. Aber das war nicht der Fall. Also dann hat man mich akzeptiert. Schadenfreude wahrscheinlich, was weiß ich. Man hat nicht also Vergangenheit hatte ich keine anscheinend. Man hat nicht danach gefragt. Und Glauben Sie, dass der Pfarrer etwas wusste? Oder? Und der Pfarrer hat natürlich hat mich dann in die letzten Tage, weil da hat die SS dann das Ort besetzt und dann hieß es, jetzt kommen die Amerikaner, also jedenfalls, das war ja dann schon gut und die kamen auch. Aber der hat mich dann auch, er wusste ja nicht, was los ist. Er hat nur gewusst, dass da sitzt die SS drin. Die Amerikaner haben rübergeschossen, das sind so immer so ein bisschen erhöhte Dörfer. Und da waren die eine gesessen und da die anderen, aber die haben sich dann auch schnell zurückgezogen, die SS. Und dann, und da hat er mich vorher in so einen unterirdischen Tunnel, wenn ich das Wort Tunnel höre, jetzt in den letzten Tagen, weiß ich, was das ist. Nicht in der Form, aber ich war auch in einem Tunnel. Aber da waren noch polnische Kriegsgefangene, also nicht Kriegsgefangene, sondern Arbeiter, Landarbeiter, die im Dorf auch waren und den Leuten helfen mussten. Und die sind alle da rein, die hat er alle gekannt und hat sie alle da rein, hat Angst gehabt, dass die SS irgendwie verrückt spielt oder was weiß ich, also die Leute kontrolliert oder was weiß ich. Also jedenfalls, das hat funktioniert, es war nicht lange, es waren 2 Tage, glaube ich. Und nachts haben sie uns immer das Essen gebracht, also wir waren versorgt, wir haben auch Decken gehabt, also es war gegangen und Toiletten und sowas hat man sich auch gesorgt, es war ein langer Gang. Und dann, wie die Amerikaner kamen, war das natürlich für mich, weil ich mit den Kindern gestanden habe, die Amerikaner erwartet. Und die kamen dann so schön mit ihren Riesenpanzer den Berg hoch. Also das war natürlich die waren droben gesessen auf ihren Panzern, haben dann immer wie im Film Kaugummis runtergeschmissen. Wenn sie Kinder gesehen haben, da sind sie nicht geblieben, sind dann weiter. Aber dann habe ich gesagt, ich bin nicht die Lotte Hummel. Zu den Kindern. Zu den Kindern. Ich weiß gar nicht, ob die verstanden haben, was das eigentlich bedeutet. Und haben das dann ihren Eltern erzählt und dann kamen die und haben sich entschuldigt bei ihr. Sie haben ihre Tat eingestanden und wie sie da waren. Und das haben die dann schon gemerkt, dass sie müssen was unternehmen. Also, und dann dann kam gab es meine Planungen und meine persönliche Planung war, dort an dem Bauernhof zu bleiben, weil ich habe mich mit meinen Tieren dann sehr arrangiert. Die wussten, wenn man sich um Tiere kümmert und ihnen was beibringen will, dann funktioniert es. Aber die Zeit hatte ich und das habe ich auch gemacht und die wollte ich nicht allein lassen, aber ich musste zurück. Die Familie hat versucht, meinen Onkel in Amerika zu erreichen. Die wollten mich gleich nach Amerika schicken. So schnell ging das nicht. Aber dann kam ja mein Vater, es hat lange gedauert, bis er kam, weil er hat Zwangsarbeit machen müssen und ist dann durch russische Kriegsgefangene, die dort auch Zwangsarbeit gemacht haben, ist er befreit worden und ist dann zu den Bekannten gelaufen, haben ihn eingekleidet, das ist auch nochmal eine ganze Story, aber die haben das gemacht, nicht nur ihm, da waren ja mehrere jüdische Leute noch, die Zwangsarbeit arbeiten mussten, aber er war dann so krank, dass er gar nicht dran gedacht hat oder dran denken konnte, das habe ich nie genau erfahren, zu fragen, ob ich noch existiere. Es waren ja keine Verbindungen. Man wusste ja nicht, ob man noch da ist oder nicht.
ob die mich gefunden haben oder nicht. Also da war, wie man so richtig sagt, Funkstille. Aber dann musste ich zurück, aber mein großer Wunsch war, da war ich noch jünger, zu meinem Onkel nach Amerika zu gehen. Ich habe gar nicht gefragt in irgendeiner Form, ob der mich überhaupt nehmen wollte, aber er wollte mich nehmen. Das haben sie schon ohne uns beschlossen gehabt. Aber solche Sachen, solche Pläne waren ja natürlich damals nicht vorhanden in der Form, wie man es heute machen kann. Du kaufst ein Ticket und fährst nach Amerika, sondern das war alles, da waren keine Möglichkeiten. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt, sehr jung war ich da. Und da haben wir geheiratet und er kam aus Polen, hat sämtliche Konzentrationslager überlebt, die man so kennt, der Namen nach. Das Schlimmste war, das kennt man nicht so, aber das Schlimmste war Skaržisko. Das hat er immer wieder erzählt, das war das Schlimmste von allen. Und also er hat sie überlebt, aber er wollte weg. Da war ja Deutschland ein Durchgangsland und besonders die amerikanische Zone, da war es leichter ins Ausland gekommen. Stand zur Debatte Australien, Vereinigte Staaten und Palästina. Aber Palästina haben die Engländer die Leute ja nicht reingelassen. Die mussten dann wieder zurück. Also das wurde genommen, aber da waren wir dann nicht so überzeugt. Australien war sehr weit, also da haben wir uns, ich wollte sowieso nach Amerika und er hat sich dann umorientiert. Wir haben geheiratet, dann und wir haben uns mussten laufend uns wieder melden und schauen, ob wir auf der Liste stehen, dass wieder für uns was gemacht wird oder was. Also das war so ein Lebensinhalt. Und es lief auch dann ganz gut. Der Hayas hat uns, nicht der Joint, sondern der Hayas hat uns auf der Liste gehabt. Und dann hat sich das erste Kind angemeldet und bis zum 7. Monat ist man noch transportiert worden und nach dem 7. Monat nicht. Aber es waren nicht so viele Flugzeuge oder Schiffe, wie Leute sich gemeldet haben. Dann ist die Zeit vergangen, da kam mein Sohn zur Welt. Dann haben wir ihn auch noch angemeldet und dann hat sich wieder ein Kind gemeldet. Das hat ja alles Zeiten gedauert. Und dann haben wir gesagt, nee, also das mit kleinen Kindern in ein fremdes Land ohne Sprache. Berufe haben wir bei den Ortsschulen erlernt. Ich Damenschneiderei, er die Glasschleiferei. Man konnte ja nicht nach Amerika ohne Beruf kommen, man musste schon einen Beruf haben. Und ORT, Ort hat es geheißen, die haben da sich dafür zur Verfügung gestellt. Da konnte man alle möglichen Berufe erlernen. Also wie gesagt, ich war Damenschneiderei und das hätte alles funktioniert, aber wir waren dann richtig frustriert, dass mit 2 kleinen Kindern ohne Sprache, wir sollten nach St. Louis, Missouri, da haben wir dann Arbeit bekommen. Also da konnten wir hingehen, St. Louis, Missouri. Und das haben wir dann sein lassen und haben gesagt, wir machen es später. Mein Onkel war damals sehr traurig, dass wir nicht gekommen sind, aber das war uns, also die Problematik war zu groß. Da waren wir auch zu jung, das alles zu übersehen. Wir waren war zwar 10 Jahre älter, aber er war auch Mitte der 20. Und was hat er in seinem Leben erlebt? Konzentrationslager. Man muss ja die Zeiten und die Menschen in der damaligen Zeit sehen. Frau Knoblauch, wir machen mal eine ganz kurze Pause. Na, kann ich nicht. Ich muss weg. Gut, dann machen wir weiter. Haben noch 10 Minuten? 10 Minuten ist, glaube ich, die Grenze. Ja, okay, gut. Also jedenfalls, dann aus diesen Überlegungen ist dann geworden, dass ich die Koffer ausgepackt habe. Da ist dann wieder große Lebensabschnitte.
dass ich die Koffer ausgepackt habe, nachdem die Synagoge gebaut wurde. Da habe ich gesagt, jetzt sind wir angekommen. Nicht ahnend, dass ich vieles und anderes in der Richtung wieder erleben muss. Wenn wir noch mal ganz Gott sei Dank sind meine Kinder nicht in Deutschland, die Enkelkinder auch nicht. Und ich habe mir meinen Lebensabend auch anders vorgestellt. Nicht in der Form, dass man wieder gejagt wird. Nicht in der Form wie zu Hitlers Zeiten, aber in einer Form, die auch sehr bestimmt ist. Sie haben es jetzt angesprochen. Fühlt es sich so an, als wenn Sie sowas schon mal erlebt haben? Ja, also mit den, was man da mehr oder weniger von Menschen hört und lesen kann, und das erinnert natürlich schon an solche Dinge. Und dann, wenn man dann noch die Übergriffe dann hört, also da bin ich froh, dass mein Mann das nicht erlebt hat, weil für ihn war es eine, wie soll ich sagen, nicht so leicht wie für mich, in Deutschland zu bleiben. Obwohl ich weg wollte, aber dann habe ich gesehen, es wird vielleicht zu viel für uns. Wart mal ab, und das habe ich ja alles schon erzählt. Aber für ihn war das natürlich nicht so einfach. Aber er hat es auch verstanden, dass wir da noch zu unreif sind und mit unseren, also dass man da dass man eben warten soll mit kleinen Kindern. Also das, habe ich jetzt die Frage beantwortet oder bin ich woanders hin? Nee. Wir haben ja vor 4 Jahren schon mal gesprochen. Da haben Sie ein Interview gegeben und wir haben über den Antisemitismus damals 2020 gesprochen, im Januar, kurz vor Corona auch noch, was wir damals noch nicht wussten. Jetzt sind wir 4 Jahre danach und jetzt liegt der 7. Oktober noch gar nicht so weit hinter uns. Sie haben damals schon gesprochen von 2 Sachen einmal. Einmal so eine Nachkriegszeit, Sie haben das beschrieben als, Sie haben das Gefühl, Sie waren eine Gesellschaft in einer Gesellschaft. Was geschieht? Haben Sie das Gefühl, Sie sind wieder in einer Gesellschaft? Ja. In einer Gesellschaft? Es ist natürlich anders wie damals, aber es ist vorhanden. Es ist da. Wir werden, man bemerkt uns, verstehen Sie, und man bemerkt uns in einer Art und Weise, die wir nicht gerne spüren. Man schickt uns nicht ins KZ, man bringt uns auch nicht um. Aber man spürt. Vielleicht der eine oder der andere nicht, aber ich kann ja nicht für Menschen sprechen, sondern ich muss für mich sprechen. Man spürt das System 2. Klasse Mensch. Sie haben auch damals von Hoffnung gesprochen. Von Hoffnung. Ja. Wir haben damals über Hoffnung gesprochen. Ich spreche heute noch von Hoffnung oder wieder von Hoffnung. Alle Menschen wollen ja leben, wollen ja das zu Ende leben, für was sie sich zur Verfügung gestellt haben. Und ich meine, für mich gilt das nicht. Bei mir ist das Leben, der Lebensabend schon längst angebrochen mit dem Alter. Aber ich meine, für die anderen noch nicht, die also so im Middle Age sind. Die haben noch Hoffnung, oder sollten Hoffnung haben. Aber die Situation man muss ja auch weiterdenken. Man muss ja auch denken, dass die Welt im Großen und Ganzen sich ja auch in dieser Art und Weise verändert hat. Und weiter verändern wird. Weil wer wird sie denn bremsen können?
die Leute, die zur Verfügung stehen, wenn in verschiedenen Ländern mal, wie soll ich sagen, ein Wechsel ist, sind auch nicht nur unsere Freunde. Aber man muss sich auch ganz klar, darum hängt man so an dem Wort Hoffnung, man muss sich auch ganz klar überlegen und keine Träume haben, weil das ist das Schlimmste, dass man muss sich einstellen auf eine Zeit, wo man nicht, wo man, Gott behüte, sicherlich nicht ermordet wird, aber wo eine gewisse Ausgrenzung, Ecke stehen, vorhanden sein wird und vorhanden ist, das ist ein Thema. Aber du musst auch immer wissen, dass es momentan auf der Welt keine große Thematik ist, dass es gibt in jedem Land Juden, die gibt's, und je nach Land, wie es politisch geführt wird, weiß dann, wie seine Juden behandelt werden. Also ich kann Deutschland nicht angreifen, von der politischen Seite her. Also den AfD-Lern, die ich gesehen habe, dass es viele Menschen gibt, die nicht die AfD unterstützen. Ich hoffe, das bleibt. Ich hoffe sehr, dass weil die haben ja schon mehr oder weniger ganz offen gesagt, wie sie das jüdische Leben mehr oder weniger betrachten und wie sich das entwickeln wird. Bei denen sollten die je Regierungsmacht haben. Ich habe zum Schluss noch eine Frage. Gibt es etwas, wo Sie denken, wenn Sie jetzt an zukünftige Generationen denken? Das tue ich sehr oft. Was würden Sie denen von jetzt aus sagen wollen, was Sie natürlich später in 10, 20, 30 Jahren von Ihnen hören würden? Oder wenn Sie auch an Ihre Enkel- und Urenkelkinder denken? Ja, ich denke nicht nur, ich denke nicht nur, ich sehe sie ja auch. Also ich meine, ist es eigentlich gerecht? Ist es eigentlich gerecht, dass man zufrieden ist, wenn die Nachkommen nicht jüdisch ausschauen? Ist das eigentlich gerecht? Dann hat man doch in irgendeiner Form einen gewissen Grund, das zu sagen. Sie müssen kämpfen, unsere jungen Leute. Sie müssen sich entscheiden, gehören sie dem jüdischen Volk an oder nicht. Und wenn sie dem jüdischen Volk angehören, und ich spreche jetzt nicht von Ausübung der Religion, sondern dem Volk als solches, dann müssen sie kämpfen. Sie müssen kämpfen, damit sie ihr Leben so leben können wie alle anderen auch, die auch ihre spezifischen, wie soll ich sagen, Themen haben und das Leben auch danach führen. Sie müssen tolerant sein und sie müssen auf jeden Fall
in ihren jüngeren Jahren, wenn sie Familien haben, ist es schon schwerer, aber da müssen sie ihre Kinder in der Richtung erziehen. Sie müssen auf die Erziehung ihrer Kinder sehr achten, die ja heute durch die technischen Themen die Möglichkeit haben, sich das Judentum von der scheußlichsten Seite anzusehen. Von Wahnvorstellungen von Menschen, die diese Nachrichten da ins Internet bringen. Das ist ja auch, das ist ja einer der stärksten Feinde des jüdischen Lebens. Diese Darstellungen, und da müssen Sie sehr, sehr, sehr darauf achten, dass das jüdische Leben durch sie eine Zukunft hat. Und wie Sie die Religion sehen, das ist jedem überlassen, wie er das macht, aber Sie müssen stolz sein auf Ihr Judentum und müssen sich dementsprechend auch darstellen. Und vor allem, Sie sollen sich auf keinen Fall von irgendjemandem sagen lassen, in der Zukunft, wen sie zu lieben und wen sie zu hassen haben. Frau Knoblauch, vielen herzlichen Dank. Das waren